So, heute wollen wir uns mal mit dem Thema befassen, was alle betrifft, die vom Ausland nach Deutschland zurückkehren möchten und im Ausland ein Unternehmen haben. Wobei es hier nur um Mandanten geht, die möglicherweise eine Personengesellschaft oder aber ein Einzelunternehmen im Ausland haben. Mit Kapitalgesellschaften im Ausland geht es leider nicht. Wenn du jetzt also als Unternehmer im Ausland lebst und du möchtest zurück nach Deutschland und du hast im Ausland eine Einzelfirma oder eine Personengesellschaft, dann kannst du möglicherweise 15 Jahre fast steuerfrei in Deutschland nach deiner Rückkehr leben. Und genau das erklären wir heute, wie das funktioniert. Also, wir haben ja schon vielfach besprochen, was passiert, wenn du ins Ausland umziehst und ein Unternehmen in Deutschland hast. Es kommt nämlich zur sogenannten Entstrickung. Das heißt also, ein Wirtschaftsgut, das in Deutschland letztlich in einem Unternehmen verstrickt ist, wird entstrickt und das kostet Geld. Da muss man Steuern bezahlen. Wenn du jetzt mit einem Einzelunternehmen oder einer Personengesellschaft nach Deutschland zurückkommst, passiert das Gegenteil. Es wird also verstrickt. Und bei dieser Verstrickung können natürlich die gleichen Prinzipien wie auch bei der Entstrickung angewandt werden. Was heißt das also konkret? Befassen wir uns noch mit der Entstrickung. Wenn du also entstrickst, dann wird letztlich der Wert des Wirtschaftsgutes, möglicherweise sagen wir mal das ganze Unternehmen, was du ins Ausland verlegst, bewertet vom Finanzamt und basierend darauf musst du dann eine Steuer bezahlen, wenn das Unternehmen ins Ausland verlegt wird. Oftmals wird hier die vereinfachte Ertragswertmethode vom Finanzamt verwendet. Da wird der Gewinn des Unternehmens mit einem Faktor von 13,75 dann bewertet. Und das ist ja genau dann der Horror, der dann eintrifft. Also du hast ein Unternehmen, das macht 100.000 Euro Gewinn und dann verkaufst du dieses Unternehmen ins Ausland oder überträgst es ins Ausland, weil du gerne ins Ausland umziehst. Und da sind dann 1,375 Millionen auf einmal an Wert. Und darauf musst du dann Steuern bezahlen. Auf 60% darauf im Halbeinkünfteverfahren. Also, wie gesagt, damit haben wir uns schon oft befasst. Das Gleiche geht jetzt natürlich auch im Umkehrschluss. Also, wenn du jetzt ein Unternehmen, eine Selbstständigkeit, eine Personengesellschaft mitbringst bei deinem Rückzug nach Deutschland, die im Ausland 100.000 Euro Gewinn gemacht hast, dann verstrickst du in Deutschland ein Wirtschaftsgut im Wert von, du hast es geahnt, 1,375 Millionen. Ja, das bringst du mit nach Deutschland. So, und diesen Wert kannst du nun hier innerhalb von 15 Jahren abschreiben. Das heißt, du kannst, wenn wir diesen Wert 1,375 Millionen hier ansetzen, 90.000 Euro pro Jahr hier steuerlich geltend machen. Alleine dafür, dass du dieses Unternehmen mit zurückgebracht hast nach Deutschland. Ja? Das heißt also, wenn du weiterhin 100.000 verdienst, dann sind also für 15 Jahre lang 90.000 davon steuerlich anrechenbar. Das heißt, letztlich schrumpft dann dein zu versteuernder Gewinn nur noch auf 10.000 Euro im Jahr. Kannst du dir mal überlegen, was du da an Steuern zahlen musst? Wahrscheinlich gar nichts. Ja? Also bei allem, was negativ ist an Deutschland, ist das natürlich eine relativ interessante Methode, wenn du planst, aus dem Ausland nach Deutschland zurückzukehren und du hast die richtigen Bedingungen erfüllt. Eine Sache ist natürlich ganz wichtig. Heutzutage ist in der Europäischen Union ja EU-weit die sogenannte Exit Tax, also die Entstrickungsbesteuerung, zu bezahlen. Wenn du also aus dem Ausland, Frankreich, Irland oder einem anderen EU-Land nach Deutschland ziehst, dann musst du davon ausgehen, dass du in diesem Land bei diesem Exit auch dann Steuern bezahlen musst. Denn diese Entstrickungsbesteuerung gibt es auch überall in der EU. Ja? Das heißt also, möglicherweise musst du dann im Ausland noch Steuern bezahlen, dass du jetzt das Ausland verlassen darfst. Ich rede nicht von der Wegzugsteuer übrigens, die ja eine Variante der Einkommensteuer ist, die du persönlich bezahlen musst, wenn du in Kapitalgesellschaften beteiligt bist. Ich rede davon,
wenn ein Unternehmen ins Ausland verlagert wird. Ja? So, was ich damit sagen will, ist, zwar können diese Beträge, die du dort zahlen musst, für die ausländische Entstrickungssteuer, die Exit Tax, gestundet werden auf etliche Jahre, aber die würden natürlich in gewisser Weise deine schöne steuerliche Rechnung, die wir eben gemacht haben, 90.000 Euro letztlich steuerfrei jedes Jahr, zunichte machen. Ja? Daher lohnt sich möglicherweise diese Methode, dieses Verfahren nur dann, wenn du zum Beispiel aus einem Land kommst, wo es keine Exit-Tax gibt. Und natürlich, man muss ganz klar sagen, in vielen europäischen Ländern, auch wenn es pro forma eine Exit-Tax gibt, wird die nicht sehr ernst genommen oder die lässt sich hier einfach gestalten. Das heißt, du musst dann im Einzelfall prüfen, ob wirklich du hier von diesem sehr großen steuerlichen Vorteil in Deutschland profitieren kannst und praktisch 15 Jahre lang keine Steuern bezahlst. Ja? Und wie gesagt, wir haben das jetzt mit 100.000 Euro durchgerechnet. Stell dir mal vor, du machst 250.000 Euro Gewinn jedes Jahr. Da gilt natürlich dann das Gleiche. Ja? Ist ja völlig klar. Also auch dort wird dann der Gesamtbetrag wieder runtergebrochen auf 15 Jahre und du kannst es dann jedenfalls jährlich geltend machen. Wenn das Themen sind, die Sie interessieren, wenn du gerade in Deutschland lebst und überlegst, nach Deutschland zurückzukehren oder vielleicht auch in Deutschland lebst und ins Ausland umziehen willst, um die steuerliche optimal aufzustellen, dann können wir dich dabei unterstützen. Wir haben ein großes Team von Steuerberatern und Rechtsanwälten in allen möglichen Ländern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, schon seit vielen Jahren. Wir machen nichts anderes seit fast 20 Jahren. Wir helfen Mandanten hier mit grenzüberschreitenden Steuersachverhalten sich auseinanderzusetzen und diese für sie zu lösen. Wenn du also diesbezüglich Interesse hast oder Beratungsbedarf hast, ich packe den Link zum Beratungsgespräch hier in die Beschreibung rein und würde mich freuen, dich in der Beratung dann kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.